Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Filme ein bisschen aufpeppen könnt, indem ihr dort Greenscreen-Effekte nutzt. Wir gehen heute mal ein bisschen mehr auf Pixabay ein. Dann könnt ihr nämlich einen Chroma-Key setzen und dann die Hintergrundinformation jetzt hier im grünen Bild einfach löschen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Als erstes benötigen wir natürlich eine Quelle, mit der wir dann arbeiten können. Ich gehe dann immer gerne hier auf die Webseite von Pixabay. Da gibt es relativ viele kostenfreie Bilder, Animation, Soundeffekte und da bediene ich mich jetzt entsprechend und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man jetzt hier in der Suche einfach das, Wort Greenscreen eingibt und dann bekommt man die Videos gezeigt, die so 'n Hashtag mit Greenscreen haben. Also, gehen wir runter, was haben wir denn da so alles? Wir haben hier so 'n Monster. Man sieht übrigens auch immer so 'n Preview von dem Ganzen und, jetzt hier zum Beispiel Happy Birthday. Ich mache das mal größer. Man kann's anklicken, dann sieht man das auch jetzt hier größer. Das kann man dann halt nutzen. Alles, was im Hintergrund ist, können wir dann gleich schön, rausnehmen. Wenn wir das benötigen oder haben wollen, können wir das entsprechend hier runterladen. Entsprechend sind hier auch noch mal die Lizenzangaben hinterlegt, aber das ist überhaupt kein Thema. Das sind, zum größten Teil alles freie. Gut, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt hierher, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich finde zum Beispiel das jetzt hier nicht schlecht, dass wir so ein Nashorn haben oder eine Giraffe. Oder was haben wir noch hier? Wir haben jetzt hier so 'ne Klappe. Oder wir können natürlich jetzt hier auch tolle, Möglichkeiten nutzen, animiert, die wir natürlich mit unserem Text belegen können, einfügen. Und wir können dann natürlich noch vieles, vieles hier mehr uns anschauen. Ja, also das ist ja so was Typisches, was ja dann halt einige YouTube-Videos dann beinhalten, also so klassischerweise halt. Aber nein, wir machen ein einfaches Beispiel. Wir gehen nämlich her, wir fangen einfach mal klein an. Wir nehmen jetzt hier beispielsweise hier ein Nashorn. Das klicken wir an. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das möchte ich jetzt haben. Das nehmen wir mal als Beispiel. Dann bin ich mal hergegangen. Ich habe hier ein weiteres Fenster offen, habe gesagt, durchsuche mal so ein paar Sachen, die eine Wüste so beinhaltet. Also, da habe ich jetzt hier das mal ausgewählt. Finde ich auch nicht schlecht. So ein Hintergrund, was wir als mal als Test nutzen können. Wie gesagt, einfach runterladen. Ist 'n MPEG 4, könnt ihr dann ohne Weiteres nutzen. Dann gehen wir mal rüber Richtung CapCut. Ja, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel geladen. Das ist im Endeffekt ein Video, was ich jetzt gerade editiere. Ich habe jetzt, das, was wir eben, gesehen haben, heruntergeladen, nämlich das Hintergrund also der Hintergrund von der Wüste. Hier sieht man es auch. Und ich habe hier Nashorn, Nilpferd, wie auch immer, runtergeladen. Das sieht man jetzt hier. Gut, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir sehen jetzt hier, da ist das entsprechende Hintergrund Video und unser Nashorn. Jetzt haben wir hier oben rechts die Möglichkeit, dass wir jetzt hier sagen können, Chroma Key und eine Pimpette. Jetzt gehen wir jetzt hier mit der Maus einfach auf das Bild und siehe da, wir haben es gesehen. Nochmal zurück. Können wir das hintergrundmäßig so anpassen, dass wir sagen, wir hätten alles, was grün ist, weg und ersetzt mit dem Hintergrundbild oder Hintergrundvideo, was wir jetzt da haben. Wir klicken es einfach mal an. Und wie sieht das aus? Wir lassen es mal laufen, indem wir einfach mal Play drücken. Ja, gar nicht mal so schlecht. Genau so wollte ich es haben. Na ja, jetzt könnte ich natürlich hergehen. Ich könnte jetzt hier natürlich das auch bewegen, ne? Ich möchte es weiter oben haben und ich sage jetzt mal hier Play und da sieht man, wie sich das dann bewegt. Das Ganze halt mal in groß und jetzt sieht man es auch, wie sich das bewegt. Genau so wollte ich das haben. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel folgendes. Ich habe jetzt hier noch eine Geschichte runtergeladen. Das ist nämlich so ein Drohnenflug Richtung Meer. Das ziehen wir mal hier runter. Das möchte ich jetzt hier haben. Sieht dann so aus. Und dann sieht man jetzt hier unten, ich habe es gerade schon mal gezeigt oder mal ganz kurz konnte man sehen, eine Drohne runtergeladen. Auch von Pixabay. Und so sieht es dann aus. Und da gehen wir auch wieder her, Remove a Background und dann auf Chroma Key, klicken es an, gehen in das Bild, klicken es an und dann haben wir nämlich den entsprechenden Flug. Ich gehe ein bisschen weiter rein, damit wir uns das ein bisschen genauer anschauen können.
So wäre das. Ja, ist ganz nett. Man könnte es jetzt noch ein bisschen anpassen. Wir sehen nämlich noch ein bisschen, hier vom Grünen, da können wir die Intensität noch ein bisschen anpassen, wie ihr sehen könnt. Ich gehe noch mal zurück, das Grüne ist noch da. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach rechts, die Intensität nehmen wir weg und das sieht dann jetzt schon viel besser aus. Nein, wir gehen mal hier größer hin und sagen: „Aha, so sieht's dann aus.“ Ja gut, jetzt sieht man immer noch ein bisschen was vom Grünen, müsste man dann anpassen. Das heißt, wir gehen jetzt hierher und sagen: „Machen wir auch.“ Okay, lassen wir's so, wie es ist. Und wie sieht das aus, wenn wir es noch mal jetzt hier abspielen in Fullscreen? Dann sieht man den entsprechenden Flug, wie er gerade jetzt sich so darüber bewegt. Das wäre jetzt zum Beispiel noch ein weiteres Beispiel. Wir gehen noch mal zurück zu Pixabay und suchen uns noch mal 'n drittes Beispiel aus. Wir haben ja eben schon gesehen, Happy Birthday. Das machen wir nämlich jetzt auch. Wir nehmen jetzt hier beispielsweise das jetzt hier. Das gefällt mir. Mit einer entsprechenden Torte und den Kerzen sichtbar. Das laden wir runter und haben es dann jetzt gleich gespeichert. Und dann gehen wir jetzt her und öffnen dann noch mal CapCut und importieren das Ganze. Und da haben wir es auch schon. Und das ziehen wir dann gleich rüber in die Timeline. Möchten 'n anderes Hintergrund haben. Ich habe jetzt hier noch was Tolles. Nehmen wir dann vielleicht mal das jetzt hier. Das passt jetzt zwar nicht so ganz, so 'n, Kuchen, aber gut, mal gucken, wie das aussieht. Wir packen es mal hier rein, klicken es an, gehen dann auf Chroma Key und haben es dann hier. Ich würde mal sagen, ich mache es mal ein bisschen kleiner. Gehen wir da runter und dann sollte es normalerweise kein Thema sein. Ich lasse es mal hier laufen. Und wie sieht es aus? Na ja, nicht so ganz so toll. Ich mache es doch größer. So, und gehe noch mal zurück auf Fullbild. Wie sieht das aus? Na ja, also ganz so toll gefällt mir das nicht. Wir können es natürlich jetzt hier anpassen, die Intensität ein bisschen. Ich denke mal weiter nach links. So sieht es schon viel besser aus. Lass uns noch mal abspielen, noch mal in Fullscreen. Und wie sieht es aus? Ja gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Also, es ist sehr groß und auch ein bisschen unscharf, ne? Also, das sieht man ja total. Aber das wäre jetzt nur so ein Beispiel, das könnten wir dann halt nutzen, so wie wir es wollen oder auch nicht. Und, das wäre jetzt, wie gesagt, so ein Beispiel, was wir da noch nutzen könnten. Ja, Fazit. Im Endeffekt ist es nicht schlecht, was wir hier alles machen können. Wir können hergehen, entsprechend, Bilder runterladen oder Videos runterladen, jetzt in diesem Fall, von Pixabay und, benutzen dann Chroma Key. Ist ganz einfach und, jeder kann das nutzen, und ist auch relativ schnell, wie man sieht, gelernt. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.